Juna hat wieder das Nähzimmer freigegeben. Los geht's! Heute zeige ich dir, wie du ein einfaches, dekoratives Hundehalsband mit D-Ring und Klickverschluss nähen kannst. Es ist schnell gemacht und eignet sich super, um ein Dreieckstuch daran zu befestigen oder deinem Hund einfach einen neuen Look zu verpassen. Heute wieder ein kleines Update aus meinem Do-it-yourself-Alltag. Dieses Halsband ist eine eher einfache, schnelle Variante. Mit D-Ring also grundsätzlich auch funktional. Ich persönlich nutze es allerdings nicht zum Anleinen, sondern hauptsächlich als hübsches Accessoire, zum Beispiel um ein Dreieckstuch zu befestigen oder einfach für den stylischen Hundeauftritt. Zur Sicherung verwende ich bei Juna lieber ein gut sitzendes Geschirr. Das ist für kleine Hunde deutlich angenehmer und hat so ein bisschen Fallschirmspringer-Vibe. Wie macht ihr das mit Halsband und Geschirr? Ich bin gespannt auf eure Meinung. Ich verwende hier eine einfache Steckschnalle. Die kennt ihr bestimmt. Achte beim Kauf darauf, dass sie gut einrastet und sich nicht zu leicht wieder öffnet. Diese hier schließt zuverlässig und sitzt schön fest. Bevor wir loslegen, versäubere ich die Enden des Gurtbands mit einem Feuerzeug. So franzt nichts aus. Das ist besonders bei stark belastetem Zubehör wichtig. Ich nehme die Länge von einem bereits genähten Halsband. Das ist einfach am schnellsten. Wenn ihr euch unsicher seid, messt am besten mit einem flexiblen Maßband direkt am Hals eures Hundes. Lasst dabei ca. 2 Finger breit Luft, denn es soll ja bequem sitzen. Wir starten mit dem Steckteil. Das ziehe ich von links auf das Gurtband und fixiere es locker mit Wonderclips. Jetzt kommt der D-Ring. Ich schiebe ihn einfach über die noch offene Seite des Gurtbands. Später wird er am rechten Endstück mit eingenäht. Das Schließteil der Schnalle kommt nun von rechts auf das Gurtband. Auch das sichere ich erst einmal locker mit Clips. Jetzt kontrolliere ich nochmal die Gesamtlänge. Bei Juna sind es 25,5 cm. Ich schiebe die Gurtbandteile so lange hin und her, bis es wirklich passt. Wenn die Länge stimmt, nähe ich das Ende mit dem Schließteil einfach mit einem Geradstich fest. Damit schließe ich das Halsband und schaffe eine Basis für den D-Ring. Das Steckteil auf der anderen Seite wird etwas stabiler gesichert. Ich nähe hier ein kleines Quadrat mit einem X in der Mitte. Das macht die Verbindung besonders haltbar und sieht schön ordentlich aus. Achtet darauf, knappkantig zu nähen. So liegt das Gurtband später schön flach und klappt beim Tragen nicht um. Das schützt den Hals eures Hundes vor Druckstellen. Zum Abschluss unseres Projekts kümmern wir uns um den D-Ring. Ich schiebe ihn nun zwischen die noch offenen Gurtbandlagen und sichere das Ende. Genau wie auf der gegenüberliegenden Seite. Mit dem stabilen Quadrat und einem X in der Mitte. Und fertig ist unser Halsband. Hier seht ihr auch schon, wie sich ein Dreieckstuch ganz einfach darüber schieben lässt. Im nächsten Video zeige ich euch, wie ihr so ein Dekotuch ganz einfach aus Stoffresten oder alten Klamotten selber nähen könnt. Näht ihr auch für eure Hunde? Oder habt ihr das vielleicht vor? Ich freue mich riesig, wenn ihr eure Erfahrungen, Ideen oder Fragen unten in den Kommentaren mit mir teilt. Und wenn euch das Video gefällt, lasst gerne ein Like da oder abonniert den Kanal, damit ihr auch das nächste Hunde-Do-it-yourself nicht verpasst. Juna schickt euch ein Pfoten-High-Five und ich eine Portion kreative Energie obendrauf. Bis bald, bleibt inspiriert und habt Spaß beim Nähen.